Hallo Freunde, danke fürs Einschalten. In diesem Video möchte ich euch meine Funde bzw. meine Errungenschaften vom letzten Live-Sale Seatoys vs. Steinedorf zeigen. Zum anderen habe ich noch ein paar weitere Actionfiguren gefunden, die auch in dieses Video reinkommen. Und natürlich, was darf nicht fehlen, eine weitere Frage von euch, der Community, an mich. Also starten wir durch. Ja Leute, am 20. Mai 2023 war es wieder soweit. Der Battle ging in die nächste Runde. Seatoys vs. Steinedorf, ein Live-Sale in der Toy-Community, glaube ich, der Live-Sale schlechthin. Wer es nicht kennen sollte, ganz kurz zur Erklärung. Seatoys, mein Haus- und Hoflieferant, sage ich mal, der Christian, Grüße an dich, von Vintage Toys, aber auch neuen Toys. Und die Jungs, der Olli und der Basti von Steinedorf, machen ja immer so ein Battle, sind zwei Toy-Händler, die, glaube ich, sehr, sehr gut miteinander können, und irgendwann hat sich das ins Leben gerufen, dass Steinedorf ein Live-Sale gemacht hat und Seatoys kam dann dazu, und die beiden haben halt abwechselnd immer ihre Sachen präsentiert und du konntest das kaufen. Das Ganze hat sich alles über Facebook abgespielt in einem Live-Sale, und mittlerweile war es die 5. Ausgabe. Ihr solltet mittlerweile alle, glaube ich, Seatoys und Steinedorf kennen. Wenn das nicht der Fall ist, dann verlinke ich die Kontaktinformationen von beiden unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reinschauen. Und wenn ihr da was bestellen solltet, wenn ihr da was finden solltet, was ihr mit Sicherheit tut, wenn ihr auf diesem Video hier seid, dann richtet den Shops, den beiden bzw. den dreien, doch mal einen schönen Gruß von mir aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte zugeschlagen beim Live-Sale und möchte euch jetzt zeigen, was ich da ersteigert habe oder bekommen habe. Und dazu habe ich hier, ich zeige es euch mal, diese Kiste hier. Ich hoffe, man kriegt sie ins Bild. Ja, da guckt er wahrscheinlich nicht schlecht. Und ich möchte anfangen mit etwas, was ich vom Christian bekommen habe. Noch dazu Seatoys. Das war jetzt nicht im Live-Sale direkt, sondern ich habe von Seatoys über einen Sonntagsclaim, er macht auch sonntags einfach auf Facebook immer Sachen, die nicht im Shop sind, bietet er an. Ich kann dann halt einfach sagen, hier, den Artikel hätte ich gerne, schreibt Claim in die Kommentare und dann kriege ich den. Und das war so mit 3, ich zeige es einfach mal ganz unspektakulär in die Kamera, 3 Biker Scouts von Star Wars aus den Vintage-Jahren, also originale Biker Scouts. 3 Stück für 6 Euro, also 18 Euro für diese 3 Stück. Keine Waffen dabei, aber das ist so Army-Building, die kann man sich jederzeit mitnehmen. Und das Geile finde ich, Leute, er hat sie sogar in eine Tüte gepackt, und guckt doch mal hier oben, das sieht aus wie, als ob ich es jetzt im Regal irgendwo im Kaufhaus wegnehme. Er macht sich da richtig Mühe, finde ich richtig, richtig klasse. Ihr Profi für Vintage Toys, An- und Verkauf, Seatoys, finde ich total klasse. Wie gesagt, die habe ich mir dann mit meinen Live-Sale-Käufen abgeholt. Genauso, ich gehe direkt weiter, und zwar auch etwas, was er auch wiederum Seatoys in seinen Shop gepackt hat. Jeden Freitag füllt er seinen Online-Shop auf, und ich bin jedes Mal schon Freitagnachmittag immer mal am Klicken, ob da was Neues drin ist, und habe dann diesen kleinen Kerl hier gefunden, den E.T. von Elgin, wenn ich das richtig ausspreche, von dem, eine Toy-Firma aus den 80er Jahren, eine kleine, aber feine Toy-Firma, die einige Figuren rausgebracht hat. Ich glaube zum Beispiel sogar die Thundercats waren ursprünglich von Elgin. Und das hier ganz besonders, E.T. Extraterrestre. Ich glaube, das ist französisch oder italienische Schrift. Das ist italienisch, meine ich. Die Karte, also keine deutsche oder englische Karte, aber das macht mir überhaupt nichts, weil diesen kleinen Kerl, genau den hatte ich damals als Kind natürlich ausgepackt. Du kannst hier, er hat hinten am Hals, sieht man das? Ja, vielleicht, wenn ich hier in die Kamera halte, am Hals so einen kleinen Schalter, den ich hochschieben kann, und dann fährt der Hals aus. Finde ich total toll. Hat mich gekostet, meine ich, weniger als 30 Euro. Original verpackt aus dem Jahr 1982. Blister, keine Cracks. Finde ich einfach wunderschön, und der wandert so in meine Sammlung. Jetzt habe ich wieder ein Teil E.T., Lieblingsfilm von mir, total klasse. Ein Teil, was meine Sammlung bereichern wird.
Steinedorf darf nicht zu kurz kommen. Auch da, das war, glaube ich, einer der ersten Verkäufe an diesem Abend, den der Olli in die Kamera gehalten hat. Ich greife jetzt mal in die Kiste und habe mir bei Steinedorf, den wollte ich schon immer haben, habe ihn irgendwie immer noch nicht in der Sammlung, einen Vintage Marshmallow Mann aus der Ghostbusters, ja, Vintage-Reihe von 1984, meine ich, müsste der sein. Genau, 84, Columbia Pictures. Hat er in die Kamera gehalten, war ein Claimpreis von 20 Euro. Ja, ich habe Claim drunter geschrieben, habe die Figur bekommen. Das ist jetzt nicht der Kracherpreis, finde ich, für einen ausgepackten Marshmallow Mann von 84. 20 Euro, denke ich mal, ist Standard. Ja, aber ich weiß halt, dass ich weder bei Steinedorf noch bei Seatoys irgendwelchen Murks angedreht bekomme. Also wenn das angeboten wird, dann weiß ich, an dem Ding ist nichts dran und so ist es auch. Sehr, sehr schöner Zustand. Ja, werde ich noch mal ein bisschen sauber machen und dann habe ich auch einen Original, endlich Vintage Marshmallow Mann. Danke Steinedorf. So Leute, jetzt wird's spektakulär, denn das waren alles 80er Jahre Toys. Und irgendwie habe ich die letzte Zeit Bock auf 90er Jahre Spielzeug. Leute, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber ihr werdet gleich sehen, warum und es hoffentlich auch verstehen. Und ich bin auch auf eure Kommentare, auf eure Meinung gespannt. Also haut's dann in die Kommentare rein, denn ich fange jetzt mal mit an. Und das kommt jetzt alles von Steinedorf. Die habe ich im Konvolut quasi gekauft bei Steinedorf und zwar Waterworld-Figuren. Waterworld von Kevin Costner. Damals der teuerste Film aller Zeiten, der gedreht wurde. 1995 war das. Hat, glaube ich, wahrscheinlich Terminator 2 abgelöst, meine ich. Ist eine kleine, aber feine Toyline, die, soweit ich weiß, es auch nie in Deutschland gegeben hat. Ist von Kenner, ja, also wie die Vintage Star Wars Figuren damals. Und es gibt, ich zeige es euch auf der Rückseite, ich blende natürlich auch noch Bilder ein. Es gibt da eine Handvoll Figuren, zwei größere Packs Figur mit Fahrzeug und ein Fahrzeug an sich und das war es dann auch. 2, 4, 6, es sind 6 Figuren, 2 Figuren mit Fahrzeug und ein Schiff, das Schiff vom Mariner, ja, also von Kevin Costner und damit ist die Toyline beendet. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich alles habe. Also das ist einmal hier Kevin Costner, ja, finde ich richtig toll. Dann kommt der nächste. Das ist der Atoll Enforcer. Ja, ich finde diese Figuren richtig, richtig schön. Ich sage euch auch natürlich gleich, was ich dafür bezahlt habe. Ja, Figur mit immer einem Haufen Zubehör dabei. Ja, finde ich richtig toll. Der Film ist ja früher mehr oder weniger gefloppt. Ja, mittlerweile hat er für mich einen gewissen Kultstatus. Ich finde ihn richtig toll mittlerweile. Ja, Kevin Costner, Dennis Hopper hat richtig was hergemacht. Hier haben wir Nord. Ja, auch sehr, sehr schön. Hatte so eine Bazooka oder was er in der Hand hat. Mit Firing Bazooka. Und es ist immer irgendwie so ein Meeresgetier dabei. Und ein Waffenarsenal bei den Figuren. Die Karten finde ich auch sehr, sehr schön mit dem Waterworld-Logo hier oben drauf. Das sieht mir auch schon, das ist typisch 90er, oder? Der Look ist typisch 90er. Finde ich richtig, richtig toll. Den packe ich auch nochmal hier hin. Dann haben wir hier, Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Zweites Mal den Atoll Enforcer, ja, auch wieder die gleiche Figur, den habe ich jetzt hier schon mal gehabt. Genau, richtig, kann man sich jetzt aussuchen, welche Verpackung schöner ist. Eventuell kann ich dann einen von denen halt tauschen. Ja, und jetzt geht es noch weiter. Dann haben wir hier Deacon, also das ist Dennis Hopper mit der Augenklappe, mit dem fehlenden Auge, was er da hat in dem Film, finde ich richtig klasse gespielt von Dennis Hopper. Deacon? Was ist? Entschuldigung. Ja, Disc Firing Helmet, ja, das heißt, er kann nicht so einen Helm aufziehen und dann schießt er da Discs draus. Das ist alles, glaube ich, dazu gedichtet worden. Das gab es in den Filmen, oder in dem Film ist es ja, ist ja nur einer, gab es damals nicht. Und hier haben wir nochmal den Powerbow Mariner, also ein zweites Mal Kevin Costner mit einem Bogen, wieder mit 3 Speeren und wieder mit einem orangenen Fisch dabei. Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Und das waren die Figuren, also fehlt mir jetzt hier quasi eine Figur von den ganzen. Und ich glaube, das ist der Bola Attack Mariner, müsste das sein. Gucke ich jetzt gleich nochmal genau nach. Aber es geht ja noch weiter, Leute. Und zwar haben wir jetzt hier etwas größere
Ja, die Figur mit Fahrzeug, nochmal im Vergleich. Standardfigur, Figur mit Fahrzeug. Karte ist fast, ja, nicht ganz doppelt so breit, aber sehr, sehr schön mit den mit den Jetskis. Und das hier ist ein Smoker. Da könnte man halt auch jetzt, wenn man die Figuren sammeln würde, auch Army-Building betreiben, weil die Smoker waren ja die Bösen, die Gegenspieler, die hießen ja Smoker. Ja, finde ich richtig toll. Auch die Rückseite hier wieder, alles wieder abgebildet. Und das Schöne ist halt hier, im Gegensatz zu den Einzelkarten, wo halt nur das Waterworld-Logo drauf ist, ja, ist hier nochmal das Waterworld-Logo kleiner und nochmal eine tolle Zeichnung hier. Und ja, wenn ihr es drauf anlegen wollt oder ansprechen wollt, hier sind überall Preissticker drauf. Ja, das macht mir überhaupt nichts. Ich mag das sogar fast lieber, weil da sieht man mal, was die Figuren früher gekostet haben. Ja, und das ist einfach ein Zeitzeugnis. Der ist zum Beispiel von 11,99 $ auf 10 $ runtergesetzt worden. Also ganze 1,99 reduziert worden. Ja, und dann haben wir den letzten haben wir hier. Und hier haben wir den Wave Ripper with Warrior Mariner. Also wieder Kevin Costner, die dritte Kevin Costner Figur in der Reihe. Ja, auch wieder mit auf einem Fahrzeug. Ja, finde ich sehr, sehr toll. Bei den Fahrzeugen sind diesmal keine Meeresgetiere dabei. Ja, und die Karten sind alle in einem wunderschönen Zustand. Lediglich eine davon, die erste, die ich gezeigt habe, ist ein bisschen der Blister vergilbt. Ansonsten alle Karten oder alle Blister sitzen fest auf der Karte. Es sind keine Knicke dran. Also sehr, sehr schön. Und das waren die Waterworld-Figuren. Ich habe für alle Figuren zusammen 120 € bezahlt an Steinedorf. Das war es mir wert. Das sind 3, 4, 5, 6, 7. Es sind 8 Figuren, wenn ich jetzt richtig zählen kann. Ja, das heißt, mir fehlt noch eine Figur plus das Schiff, Leute. Ja. Wenn einer 90er Jahre Figuren sammelt, wenn er das zufällig übrig hat oder wenn er es in seiner Sammlung hat und nicht mehr haben will, ihr wisst ja, Kommentare und dann wären wir uns einig. Ja, Leute, 120 €, 8 Figuren, da kann sich also richtig Vintage-Sammler, sei es jetzt im Masters of the Universe-Bereich oder wo auch immer, eine Scheibe von abschneiden. Da kriege ich nicht mal eine halbe original verpackte Figur. Ist natürlich auch was anderes, aber die sind von 95, Leute. Die sind ja auch schon bald 30 Jahre alt, die Figuren. Und die 90er Jahre Toys sind wirklich vom Preis her so niedrig angesetzt. Die will halt einfach gefühlt keiner haben. Ja, was ich mir vorstellen könnte, sage ich mal, ist, dass es in den 90er Jahren ja wesentlich weniger Actionfiguren-Lines gab, die wirklich beständig waren, ja, weil die 90er waren eigentlich die Zeit der Spielkonsolen. Ja, jeder hat seinen Gameboy gehabt, die PS1 kam raus, der Super Nintendo etc. und so weiter, der NES und der SNES, der Sega. Ja, und ich habe da auch mein Amiga 500, meinen Computer gehabt. Ja, und Actionfiguren sind immer so ein bisschen mehr, finde ich, aus den Kinderzimmern rausgegangen. Und diese kleinen und feinen Toylines gab es teilweise ja gar nicht bei uns oder die sind halt einfach nicht gelaufen. Und in dem Zug habe ich nochmal zugeschlagen. Ja, also das waren jetzt eben alles Funde aus dem Live-Sale. Und dann habe ich online nochmal zugeschlagen und habe noch was gefunden. Und zwar Kevin Costner, wenn wir schon beim Thema sind, einen Robin Hood von dem Kevin Costner Robin Hood, König der Diebe-Film. Die Figur ist von 1991, also nochmal 4 Jahre jünger wie die Waterworld-Figuren, oder beziehungsweise älter, Entschuldigung, wie die Waterworld-Figuren und somit halt auch schon über 30 Jahre alt, der Gute hier. Auch noch original verpackt. Sehr, sehr schön. Man erkennt sogar, finde ich, Kevin Costner hier. Man kann sehr ahnen, dass er es wirklich sein soll. Auch wieder eine kleine Toyline, die ich auch wieder meine, nicht in Deutschland damals rausgekommen ist. Auch wieder von Kenner, ja, auch wieder eine kleine, feine Toyline mit ein paar Figürchen, mit ein paar Fahrzeugen und einem Playset. Und ja, wenn man genau hinguckt, ja, da kommt einem einiges von bekannt vor, denn Kenner hat teilweise die alten Vintage Star Wars Sachen verwurstet aus den 80ern. Dieses Sherwood Forest Playset ist halt das Baumhaus von den Ewoks. Diesen Battle Wagon gab es auch damals in der Power of the Force Reihe von Star Wars. Ja, und selbst die Figuren, ja, der Bruder Tuck zum Beispiel, ja, ist ein Gamorrean Guard, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Einfach nur nicht grün und ohne Schweinsgesicht. Ansonsten ist es die gleiche Figur. Also finde ich Wahnsinn.
Der war ein bisschen teurer. Ja, die Robin Hood-Figuren sind, meine ich, ein bisschen höher angesiedelt. Das habe ich jetzt so ein bisschen recherchiert, wie als die Waterworld-Figuren. Für den habe ich jetzt 25 € bezahlt. Auch das finde ich vollkommen okay für eine über 30 Jahre alte, original verpackte Figur. Was sagt ihr dazu? Ja, und wie ich anfangs erwähnt habe, ja, bin ich ja gerade in dem Moment gewesen im 90er Jahre Toy-Kaufrausch, und somit habe ich eine weitere oder zwei weitere Figuren noch, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ja auch wieder von einem Film. Irgendwie die Figuren sind alle von Filmen. Auch wieder von einem 90er Jahre Film, von einem tollen 90er Jahre Film, bei dem ich früher sogar geheult habe, wie ich den gesehen habe. Und zwar ist das hier Dragonheart. Dragonheart mit Dennis Quaid, mit dem Drache Draco hieß er, glaube ich, der von Mario Adorf gesprochen wurde im Deutschen. Ja, total klasse, ein toller Fantasy-Streifen, der mich auch sehr emotional berührt hat damals. Auch diese Figur, wie die anderen jetzt auch, die anderen Serien, glaube ich, nie in Deutschland erschienen. Ein schönes, ja, Artwork, ein bisschen ungewöhnlich, ja, der Drache in diesem lila Ton, sieht so ein bisschen gezeichnet, so ein bisschen, ja, schlicht aus, aber irgendwie hat es was für mich. Und hier wiederum dasselbe. Es gab nur eine Handvoll Figuren, wie man hier hinten drauf sieht. Es gab ein paar Drachen, die ich nicht kennen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich irgendwie auf dem Flohmarkt so einen Drachen sehen würde, würde ich denken, das ist irgendwie ein 0815 Drache aus irgendeiner Kinder-Toy, was auch immer, Bully, was weiß ich was, ja, aber die sehen sehr toll aus. Bin ich auch noch auf der Suche, ob ich die finde. Die Figur hier, das ist Bowen, also Dennis Quaid, with Spear Shooting War Wagon. Ja, also so ein kleiner Kampfwagen, wo du einen Speer reinstecken kannst, du den Speer abschießen kannst. Finde ich sehr schön. Und die zweite Figur ist Kara, wo steht der Englische da? Kara X with X Chopping Combat Card. Ja, mit zwei Äxten, das ist die, ich glaube, das war Dina Meyer, meine ich, die im Film verkörpert hat, die Schauspielerin, die auch bei Starship Troopers zum Beispiel mitgespielt hat. Und die Figur mit einem kleinen Kampfwagen, wo ich zwei Äxte draufspannen kann, die dann halt zuschlagen. Finde ich sehr schön. Auch wiederum hier Kenner. Also Kenner hat sich dann nochmal in den 90ern nochmal richtig ins Zeug gelegt. Hat alles nichts gebracht. Ja, sind insolvent gegangen. Aber sehr schöne Figuren und sehr schlichtes Kartendesign, wie gesagt. Aber ich finde es richtig toll. Die Karten sind hier neben so ein bisschen, ja, wellenförmig ausgeschnitten. Ja, beide Karten in einem wunderschönen Zustand. Blister nicht vergilbt, Blister fest auf Karte, keine Cracks, Karte, keine Knicke und so weiter. Und ich habe pro Figur 15 € bezahlt. Ja, die Figuren sind müssten auch 1985 um den Dreh sein, sehe ich sie irgendwo. 95, Entschuldigung. 95 Universal Studios und 96, also 95 der Film, 96 kamen die Figuren raus. Also hier dauert es noch ein bisschen von der Zeitspanne her, aber sind auch schon alt. Und wie gesagt, 15 € pro Figur. Also ich finde es einfach Wahnsinn. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ja Leute, das waren jetzt meine Funde, meine Beute aus dem Live-Sale. Wart ihr auch bei Seatoys vs. Steinedorf im Live-Sale? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr da auch irgendwas gefunden? Ja, ich finde das immer klasse und ich kann es gar nicht abwarten, wann das nächste Battle losgeht, wann der nächste Teil losgeht. Ja, schaut auf den Kanälen, schaut auf Facebook. Steinedorf ist auf Facebook, auf Instagram, genauso wie Seatoys auch. Und schaut da mal nach. Also es ist schade, wenn ihr das verpassen würdet, wenn ihr ein Toy-Fable habt, sagen wir mal so. Wir kommen jetzt zur nächsten Frage von euch an mich. Ja, und ich habe mir die Frage notiert von Michael von Mix Comic Archiv. Auch er hat einen Instagram-Kanal, er hat auch einen YouTube-Kanal und er fragt mich, was ist in deiner Sammlung der wertvollste Teil? Nicht finanziell, sondern emotional. Und warum ist er das? Auch das finde ich eine tolle Frage. Und auch da muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Eigentlich ist der wertvollste Teil in meiner Sammlung, das ist nicht ein Stück, das sind mehrere Stücke. Und zwar finde ich, es sind alle Stücke, die kann ich jetzt hier alle nicht aufzählen, es sind ein paar, die ich noch aus meiner Kindheit wirklich habe. Also Figuren oder auch Andenken, die ich an meine Oma zum Beispiel habe, die ich von ihr geschenkt bekommen habe. Alles, was ich wirklich noch von früher original habe, was ich mir nicht nachkaufen musste, ja, sondern alles, wo ich weiß, das habe ich in der Hand gehabt, das haben meine Eltern in der Hand gehabt, das habe ich geschenkt bekommen, da habe ich eine Erinnerung dran.
All das ist ja für mich einfach unersetzlich, das wird immer in meinem Herzen bleiben und ich bin froh, dass ich damals, wie ich aufgewachsen oder wie ich älter geworden bin, noch ein paar Sachen nicht verkauft, verschenkt und so weiter habe, wie ich es zum Beispiel mit meiner kompletten Masters of the Universe Sammlung damals gemacht habe. Ja, ärgere ich mich heute noch drüber, dass ich wirklich ein paar Sachen behalten habe, von denen ich jetzt zehren kann, die ich jetzt wirklich mir immer wieder anschauen kann und weiß genau, wo ich sie her habe, wann ich sie bekommen habe, was ich vielleicht damit angestellt habe. All das ist ja etwas, was dir keiner nehmen kann, ja, diese Erinnerung, und ich finde es toll, dass ich sowas noch in meiner Sammlung habe. Das soll es gewesen sein, Leute. Wenn ihr mir auch Fragen stellen wollt, dann wisst ihr ja, schreibt an retrorauner@outlook.de, ja, Fragen, was ihr wissen wolltet, was ihr euch noch nie getraut habt zu fragen, ja, schreibt es mir. Ich werde es in einem der kommenden Videos dann versuchen, bestmöglich zu beantworten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, euer Retrorauner.